Hallo und willkommen bei Rhinoworks. In letzter Zeit ist es ein paar Mal vorgekommen, dass ich nach dem Arbeiten echt Rückenschmerzen hatte. Und zwar war das immer dann der Fall, wenn ich an der Werkbank stehend irgendwelche Arbeiten gemacht habe, wie etwas auszustemmen oder irgendwelche kleinen Schleifarbeiten. Und da ist mir klar geworden, ich brauche irgendeine Art von Stuhl, irgendeinen Barhocker oder so irgendwas. Jetzt könnte man so ein Ding natürlich kaufen, aber selber machen ist geiler. Für die Sitzfläche möchte ich mich erstmals an so einer Multiplex-Textur versuchen. Und zwar habe ich mich für so ein alpines Muster entschieden. Ich habe mich inspirieren lassen von einem amerikanischen YouTuber, Michael Alm. Ich verlinke euch seinen YouTube-Kanal unten, ist echt sehenswert, was der Junge macht. Und um das zu machen, habe ich hier im Baumarkt in der Resteholzkiste einen Haufen Multiplex gefunden. Und schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, neuer Tag. Die Dinge hatten jetzt genug Zeit zu trocknen. Was ich nun machen werde, ist diese mit dem Schiebeschlitten in ganz viele kleine Stücke zu zerteilen, um mir dann mein Muster zurechtzulegen. So, das letzte Stück für meine Sitzfläche ist fertig. Das Ganze hat mich jetzt ein paar Stunden Arbeit gekostet. Ich hoffe, es zahlt sich aus. Ich habe mir das Ganze jetzt hier schon mal zurechtgelegt, ist noch nichts geleimt. Bevor wir jetzt uns hier einen Kreis fräsen können, müssen wir das Ganze zusammenleimen. Und das machen wir jetzt. So, nun hatte die Sitzfläche Zeit, über Nacht zu trocknen. Ich finde, es sieht schon ziemlich cool aus. Jetzt hätte ich das Ding gerne durch den dicken Hobel gejagt, allerdings kann der nicht so breite Sachen hobeln. Das heißt, wir haben ziemlich viel Schleifarbeit vor uns, ehe wir uns um das Ausfräsen des Kreises kümmern können. So, das mit dem Fräsen hat so einigermaßen gut geklappt. Es hat schon ein paar Stellen gegeben, die ich jetzt ein bisschen ausbessern musste, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir unsere Sitzfläche so hinbekommen, wie wir möchten. Für heute reicht es mir. Morgen geht es dann weiter. Da werden wir hier noch ein bisschen die Ecken runden, die Kanten runden, meine ich. Und dann können wir uns ums Gestell kümmern. Und dann sind wir schon bald fertig. Wunderbar.
Und da hätten wir ihn, mein cooler kleiner Werkstatthocker. Das Projekt hat mir wieder mal riesigen Spaß gemacht, auch wenn es teilweise echt zeitaufwendig war. Besonders diese Sitzfläche aus Multiplex hat wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen. Aber wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ich bin froh, wie das Ding rausgekommen ist und freue mich darauf, viele, viele Jahre damit zu arbeiten. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt was Nettes in die Kommentare und abonniert doch meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.